Hello. It's wonderful to see all of you here. Wunderbar, euch alle hier zu sehen. It is such an honor for Lisa and for me that you would be here. Für Lisa und für mich ist es eine große Ehre, dass ihr hierher gekommen seid. So, it is amazing how quickly the definition of normal can change. Erstaunlich ist es, wie schnell so eine Definition von normal sich verändern kann. We go along comfortably for a long, long time. Über lange Zeit gehen wir auf demselben Niveau ganz bequem entlang. And all of us, Lisa and I, and all of you, we are creatures of habit. Und wir alle, die Lisa und ich und ihr, sind Gewohnheitstiere. Things may not be perfect, but at least they're comfortable. Vielleicht geht nicht alles glatt und ist nicht alles vollkommen, aber wenigstens ist es bequem. "95% of your brothers and sisters in the Deutsche family are not here tonight." 95% eurer deutschen Geschwister und die deutschen Familien sind heute nicht anwesend. They would like to be here. Sie wären gerne hier. But they're afraid. Aber sie haben Angst. They feel if they just do everything exactly the same as it's always been. Sie haben das Gefühl, dass wenn sie alles genauso machen, wie sie es bisher gemacht haben, then there won't be any change, which means there won't be any risk. dann wird es auch keine Veränderung geben, sprich, dann wird es keine Risiken geben. But there are times that things cannot remain the same. Allerdings gibt es Zeiten, wo die Dinge einfach nicht so bleiben können, wie sie sind. The reason we are creatures of habit is because we want to control our own little world. Der Grund, weswegen wir Gewohnheitstiere oder Gewohnheitsmenschen sind, ist, wir wollen unser eigenes Karree kontrollieren können. It's very hard for us to think about a bigger world and people that we don't know. It's hard to think that way. Es fällt uns schwer, über unseren Tellerrand hinauszuschauen, größere Zusammenhänge zu erkennen und an Leute zu denken, die wir nicht kennen. But tonight, we have to think about the situation as it looks from above. Aber heute Abend wollen wir uns damit beschäftigen, wie denn die Situation aus der Vogelperspektive aussieht. Germany is an important country. Deutschland ist ein wichtiges Land. But there's 198 other countries. Aber dann gibt es noch 198 weitere Länder. And they're not all the same as you. They're not. Und diese übrigen Länder sind nicht alle so wie Deutschland. But these nations, these peoples, they need each other. They have a need for each other. Die Nationen und die Völker brauchen einander. We are human beings. We are social animals. Wir sind Menschen, wir sind soziale Tiere. And we can love our culture and our families and our music. We can love that. Wir können unsere Kultur, unsere Familien, unsere Musik lieben. But without having to dislike or hate
anybody else. We can love and then love again. Und dabei brauchen wir niemand anderer, der anders ist, nicht mögen. Und wir können weiter mögen oder lieben. And the reason I'm asking you to look from above, der Grund, weshalb ich euch bitte, die Vogelperspektive einzunehmen, ist because all of these nations, languages, peoples, they all belong to God. Weil all die anderen Nationen, Sprachen und Völker Gott gehören. And the whole picture is like a big puzzle, a large puzzle. Und das ganze Bild der Welt ist wie ein riesengroßes Puzzle. And today there's only one missing piece of that puzzle. Das ist voll bestückt, bis auf ein Stückchen, was fehlt in dem Weltpuzzle. Maybe it's about right up here somewhere. Da ungefähr, wo der Fleck ist, da könnte dieses Puzzlestück hingehören. And maybe it's only about the size of my thumb. Und vielleicht ist es nicht größer als mein Daumen. But it's very important to the puzzle. Aber für das ganze Puzzle ist dieses fehlende Puzzlestück sehr wichtig. And that missing piece is you. That's who it is, you. Und dieses fehlende Puzzlestück, das seid ihr. I did an interview 2 days ago, and the man asked me, William, aren't you afraid? Vor 2 Tagen habe ich ein Interview gegeben. Der Interviewer fragte mich, William, hast du denn keine Angst? You're bringing truth, and you're speaking boldly, and no one else is. No one. Du bringst uns die Wahrheit und sprichst mutig dabei, ansonsten bringt uns kein Mensch die Wahrheit. Certainly you have to be afraid. Ganz sicherlich hast du Angst. Because it's dangerous to speak truthfully in Deutschland. Denn es ist gefährlich, in Deutschland die Wahrheit zu sagen. I don't feel afraid. Ich fühle mich nicht ängstlich. Because perfect love drives out fear. Perfect love drives out fear. Vollkommene Liebe nämlich treibt die Angst hinaus. So when you love somebody, wenn du jemanden liebst, you're not afraid because the love overcomes the fear. Hast du keine Angst, weil die Liebe die Angst überwindet. It's the same way with you in your family, in your household. Dasselbe trifft auf euch zu, in eurer Familie, in eurem Haus. If a child or a grandchild or a great-grandchild is doing something that puts them in danger, wenn ein Kind oder ein Enkelkind etwas macht, wodurch es sich selbst in Gefahr bringt, you don't think, oh, I have to protect myself. I have to make sure that I'm safe. You don't think that way. Dann denkst du auch nicht, ich muss erst mal schauen, wie ich mich selbst schütze. So denkst du nicht bei dir zu Hause. You do what is necessary to protect the child. Sondern du eilst herbei, um das Notwendige zu unternehmen, damit das Kind geschützt ist. And that's my job, is to protect you. Und genau diese Aufgabe erfülle ich, euch zu beschützen. You've heard me say, I am the watchman on the wall of Deutschland. Ihr habt es schon gehört, wie ich es sagte, ich bin der Wächter auf der Mauer für Deutschland. When there's great change coming, or when you're in danger, then I have to be here with you. Wenn sich große Veränderungen anbahnen oder wenn ihr in Not und Gefahr seid, dann muss ich bei euch sein. Some days, right now my wife Lisa drives me. Some days we drive 5 hours, 6 hours or 7 hours to get to you. Lisa ist meine Chauffeurin und wir fahren manchmal 5 Stunden, 6 Stunden oder 7 Stunden, um an den Einsatzort bei euch zu gelangen. I don't like sitting in a cramped little car for 6 and 7 hours. I don't like it. Ich mag das nicht sonderlich gerne, in einem engen Auto zu sitzen für 6, 7 Stunden.
It is no fun. There's no fun coming from just sitting for hours and then getting lost. Yeah. Es macht keinen Spaß, so viele Stunden immer zu sitzen und dann womöglich sich noch zu verfahren. But it doesn't matter when I'm with you. Nothing matters when I'm with you. Aber solche Dinge spielen keine Rolle, wenn ich mit euch sein kann. Sometimes I do 2 or 3, and I used to do 4 meetings in one day. Manchmal mache ich 2 oder auch sogar 3 Treffen und früher sogar auch 4 an einem einzigen Tag. And now the groups who are coming are much larger. Und jetzt sind die Gruppen auf einmal viel größer geworden. And they say, William, where do you get your passion? Where do you get all of your energy? Where does it come from? Dann werde ich gefragt, William, woher beziehst du die Leidenschaft und diese Energie, dieses Stamina, um so viele Dinge zu machen? It comes every time that I am with you. Every time. Die Energie bekomme ich jedes Mal, wenn ich mit euch zusammen bin. When you love somebody, you want to be with them. Wenn du jemanden liebst, möchtest du gerne mit ihm zusammen sein. When it's your job to protect them from change or danger. Wenn es deine Aufgabe ist, den du liebst, von Veränderungen oder Gefahren zu beschützen. I can't be an image on a big flat screen television. Dann reicht es nicht aus, wenn man mich auf einen Flachbildschirm projiziert als Bild. You don't know who I am on a big screen. No idea. Wenn ihr da so einen riesen Bildschirm vor euch habt, wisst ihr trotzdem nicht, wer der Kerl da drauf ist. That means we have to be together. We must be together. Das bedeutet, wir müssen uns leibhaftig treffen, zusammen sein. No, that's why we must come to you wherever you are. Deshalb müssen wir uns zu euch begeben, dort, wo ihr eben seid. My wife hears frequently these words. Meine Frau hört sehr häufig folgende Worte. Honey, where are we? Liebling, wo sind wir denn gerade? Most of the time she knows where we are. Meistens weiß sie Bescheid, wo wir sind. So, now the reason that we have to have this conversation tonight Der Grund, weswegen wir heute Abend unsere Unterhaltung führen, is that Bletchley Park has done a very thorough job on all of Deutschland. ist, dass Bletchley Park sehr nachhaltig Deutschland verändert hat. It affects everyone here. Ein jeder ist davon betroffen. But you see, Bletchley Park and those who have came after Bletchley Park, they don't have any fear at all. Die Operatoren von Bletchley Park und alle, die danach gekommen sind, fürchten sich kein Stück. Because there's no one who can come and tell you the truth. There's no one left. There's no one around. Weil jetzt niemand mehr da ist, der euch Bescheid sagen kann, was damals abging. So they are safe. Die von damals sind in Sicherheit. And you have to live always in a bubble. Always. Und ihr müsst ständig in einer Kugel oder Blase leben. I asked this newspaper reporter, I said, do you know what my crime is? Ich habe eines Tages einen Zeitungsreporter gefragt, wissen Sie, was mein Verbrechen ist? That puts me in danger. What is my crime? Wodurch ich mich in Gefahr bringe? He said, well, you're bringing the truth to these people. You're bringing the truth to them. Und seine Antwort war, Sie bringen den Menschen die Wahrheit. And he said,
that puts you in danger. Und genau das bringt sie in Gefahr. Because the whole system works off of Bletchley Park. Denn das ganze System hier funktioniert aufgrund der Operationen von Bletchley Park. And protecting the Allies is the main purpose of your government. Und die Alliierten zu beschützen, das ist der Hauptzweck der deutschen Regierung. But I don't care about the Allies. Aber mir sind die Alliierten wurscht. And I don't care about the European Union. Und auch die EU ist mir wurscht. I'm madly and passionately in love with you. Ich bin ganz stark und leidenschaftlich verliebt oder in Liebe mit euch. And the only way I can protect you is not staying with you day after day and week after week. That doesn't work. Also was nicht funktioniert ist, wenn ich Tag für Tag und Woche für Woche mit euch rumhänge. I have to come to you, bring you the right perspective, bring you the truth. Ich muss zu euch anreisen, euch die richtige Perspektive darlegen, euch die Wahrheit sagen. And then I have to encourage you to become strong on your own. Und dann muss ich euch ermutigen, auf eigenen Beinen zu stehen, selber stark zu werden. I've waited for you to be ready for a long time. Ich habe so lange auf euch gewartet, bis ihr so weit gewesen seid. And now that it becomes a short time before you need to be ready. Und jetzt verbleibt uns nur noch kurze Zeit, ehe ihr wirklich bereit sein müsst. And my crime is to come to you and to tell you who you really are. Mein Verbrechen ist also, dass ich zu euch komme und euch sage, wer ihr wirklich seid. And to restore your identity to you. Und eure Identität wiederherzustellen. Because Bletchley Park and your enemies have robbed you of your own identity. They have taken it from you. Denn die Kontrolleure von Bletchley Park und die anderen Feinde, die ihr habt, haben euch die Identität geraubt. My wife Lisa wrote this little booklet called The 7 Injustices. Meine Frau Lisa hat das kleine Buch geschrieben, die 7 Ungerechtigkeiten. And it talks about what happened after Bletchley Park. How does it still today affect you? Und darin wird davon gesprochen, was durch Bletchley Park im Nachhinein alles passiert ist und wie es euch heute noch beeinträchtigt. And Bletchley Park came along with a little story, a story that was meant to last forever. Bletchley Park hat eine kleine Geschichte ins Feld geworfen und sie wollten, dass diese Geschichte auf ewig bestehen bleibt. And in this story, you, the Germans, are bad or you have the potential to be bad. In der Geschichte seid ihr, die Deutschen, die Bösen oder ihr habt das Potenzial, euch böse zu verhalten. And the Allies and the Bletchley Park people, they are good. And they're always good. Während die Alliierten und die von Bletchley Park die Guten sind. Und zwar immer die Guten. Yep. So, someone has to come from outside, way outside, in order to tell you that you are not bad, but that you are good. Es muss also jemand von weit her kommen, um euch zu sagen, dass ihr nicht böse seid, sondern gut seid. Someone who knows you even better than you know yourself. Und zwar muss das jemand sein, der euch besser kennt, als ihr euch selbst kennt. Someone who has been with you not just for 77 years or 100 years, but someone has been with you for a long time. Es muss jemand sein, der schon sehr lange Zeit mit euch zusammen ist, nicht 100 Jahre oder 77 Jahre nur. Someone who knew your Ahnen und Urahnen. Someone who actually knew them, what they were like. Es muss jemand sein, der eure Ahnen und Urahnen kannte, der wusste, wie die sich aufführten, wie sie waren. And a key to your identity, a key to your being stable,
is that your Ahnen und Urahnen way back, they come to you step by step by step by step, so that they are part of you and you are part of them. Also, und ein Schlüssel zur Stabilität und zur Identität sind eure Ahnen und Urahnen. Sie rücken euch immer näher und näher und näher, sodass sie Teil von euch sind und ihr Teil von ihnen. So that all that they have learned and all that they built and everything about them comes to you through stories, through education, through family. It's extremely important. Alles, was sie gelernt haben, was sie gebaut haben, was sie wussten, kommt auf diese Weise euch immer näher. Die Geschichten, die Narrative, die Familien, all das muss euch wieder näher kommen, das ist außerordentlich wichtig. Yep. You know, she does a good job, doesn't she? Does she? Sie macht das gut, gell? They all got it. Yeah. But you see, at the end of World War II, Bletchley Park and the Allies knew that they had to cut this connection, cut it completely. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wussten die Alliierten und die Kontrolleure von Bletchley Park genau, dass sie diese Verbindung zu den Ahnen vollkommen durchschneiden mussten. They knew who they were. Die wussten nämlich, wer sie waren. There was never any doubt in their mind who they were. Sie haben nie Zweifel an ihrer eigenen Identität gehabt. Yeah. And they liked who they were. They actually loved being German. They loved it. Eure Ahnen liebten es und mochten es, Deutsche zu sein. And they knew what they could do as Germans. They knew it. Und die hatten auch eine klare Vorstellung davon, was sie als Deutsche erwirken konnten oder schaffen konnten. Yeah, they were comfortable in their own skin. Ja, und sie fühlten sich in ihrer Haut wohl. Yeah. And it never dawned on them, it never dawned on any of them that someone would come along and cut that so that they would be separated from you. Und es wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, dass es irgendjemanden geben könnte, der die Verbindung zu ihren Nachfahren tatsächlich cutten könnte. They wanted you to feel the love that they had and to experience the world that they experienced. They wanted you to do that. Eure Ahnen wollten, dass ihr die Liebe von ihnen spüren könnten. Und sie wollten auch, dass ihr wisst, was sie alles gemacht haben. Their lives were important because they could pass it on from generation to generation. All that was good could be passed on. Also, was sie gemacht haben, war gut und wichtig und sie wussten, dass sie es weiterreichen konnten zur nächsten Generation. Das Gute und Richtige. They didn't have to carry burdens all the time. Und sie mussten keine Lasten tragen, Tag für Tag. They were free Germans, free. Das waren noch freie Deutsche. And they made decisions that were important to their families and to their communities, and they felt good about those decisions. Und sie haben Entscheidungen getroffen, die wichtig waren für ihre Familien und auch für ihre Gemeinschaften. Und sie fühlten sich wohl und zufrieden mit diesen Entscheidungen. And this built and was passed down generation after generation, so that by in 1912, und all dieses Ahnenwissen hat sich aufgebaut, immer weiter, immer mehr bis 1912. yeah, what they had built was number one in the world. What they had built was number one. Also alles, was sie erschaffen haben, war die Nummer 1 in der Welt. They were the export masters of the whole world. Sie waren Exportweltmeister damals. German music was played in every capital of all of the world's nations. German music. Deutsche Musik wurde in jeder Hauptstadt aller Nationen der Welt gespielt. German literature was read all over the world by intelligent people. All over the world it was read. Die Intelligenten überall auf der Welt lasen deutsche Literatur. And in every area, in science,
in medicine, in engineering, every area, Germans were out front, sometimes 5 years out front of those in second place. Sei es in der Wissenschaft, sei es in der Medizin oder im Ingenieurswesen, die Deutschen waren bis zu 5 oder auch 10 Jahre allen anderen Nationen voraus, damals. And I would give anything if you could see the architecture and the buildings that your Ahnen und Urahnen constructed all over Deutschland. I wish I'd give anything if you could see it and experience it. Also ich würde ganz viel geben, damit ihr es erleben könnt und sehen könnt, welche wunderbare Architektur, welche Gebäude eure Ahnen und Urahnen damals gebaut haben in Deutschland. Buildings that were meant to last 1,000 years. Diese Gebäude sollten 1000 Jahre halten. And we're beautiful beyond compare. Sie waren schön, man konnte sie mit nichts anderem vergleichen. Even in small communities, this was true. Das galt auch für die Dörfer, für kleine Gemeinschaften. Now, nearly all those beautiful buildings are gone now. Und fast alle dieser schönen Gebäude sind inzwischen nicht mehr existent. In World War I, especially in World War II, these buildings were targeted and were destroyed. Schon im Ersten Weltkrieg, aber besonders im Zweiten Weltkrieg sind die schönen Gebäude als Zielscheibe benutzt worden, um sie auszulöschen. But it doesn't change the fact that it was Germans who built them, who designed them, who constructed them. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass es Deutsche waren, die diese Gebäude entworfen haben und gebaut haben. And because of this gifts that were passed down from generation to generation, because of that. Und weil diese Gaben und Talente von Generation zu Generation weitergereicht worden sind. If you were a wealthy person in this world and had children anywhere in this world. Wenn du irgendwo auf der Welt ein reicher Mann, Frau warst und Kinder hattest, irgendwo in der Welt. You were hoping and praying that they could come to Germany to be educated. Hast du gehofft und dafür gebetet, dass die Kinder es schaffen würden, nach Deutschland zu kommen, um ihre Ausbildung hier zu genießen. America sent its best and brightest children to Germany to be educated. Amerika hat seinerzeit seine besten und hellsten Kinder nach Deutschland zur Ausbildung geschickt. There was no reason that this would ever stop. Es gab keinen Grund dafür, dass das je aufhören würde. But you were so good, so very, very good. Ihr wart so gut, so ungeheuer gut, that no one could compete with you. No one. dass es keiner schaffte, euch das Wasser zu reichen. Not the Americans, not the British, not the Chinese, not the Russians. No one could compete with you. Nicht die Amerikaner, nicht die Briten, nicht die Russen, nicht die Chinesen. Yeah, you're fine. Okay. So people became jealous of you. Also wurden sie eifersüchtig auf euch. They were envious of you. They envied you. Beneideten euch. But the main problem they had with you Aber das Hauptproblem, was sie mit euch hatten, is they couldn't understand you. war, dass sie euch einfach nicht kapierten, nicht verstanden. They didn't know who you were. Sie konnten nicht fassen, wer ihr seid. Everything you did seemed to have magic about it. Alles, was ihr unternommen habt, schien etwas Magisches an sich zu haben. They were in awe of it, and they were afraid of it. Sie hatten beides, die Ehrfurcht vor dem, was ihr geschafft habt, und die Angst. The only thing they could do is to destroy it. That's all they could do. Alles, wozu sie fähig waren, war, eures zu zerstören. And they knew that you were destroyed for 100 years or more so that they could take your place. They knew that. Und sie wussten, dass ihr 100 Jahre oder länger
zerstört sein würdet, damit sie an eure Stelle rücken könnten. But they forgot who you were. Vergessen haben sie dabei nur, wer ihr seid. They forgot you were Deutsche. Sie vergaßen, dass ihr Deutsche seid. And you can't destroy the Deutsche. It's impossible. Deutsche kann man nicht zerstören. Das ist unmöglich. Not 100 years, but in 10 years you rebuilt this whole nation. Also, beim Ersten Weltkrieg dauerte es keine 100 Jahre, sondern nur 10 Jahre, bis ihr die ganze Nation wieder aufgebaut hattet. Bigger, better, stronger. Und zwar größer, besser und stärker. Your forefathers, going back many generations, were still a major part of your life. Eure Vorfahren, weite Generationen zurückliegend, waren damals noch ein großer Bestandteil des normalen Lebens. So nothing was really lost. Also war nichts wirklich verloren gegangen. And by 1933, und im Jahre 33, once again you had taken your place in the world as basically number one. Habt ihr erneut als die Nummer 1 Position in der Welt eingenommen. I wish I could share with you how dominant you were in 1933. Ich wünschte, ich könnte es euch näher bringen, zu wissen, wie dominant ihr im Jahre 1933 wart. You were earning more Nobel Prizes than all the rest of Europe put together. Die Deutschen haben mehr Nobelpreise heimgebracht als alle übrigen Nationen in Europa. If there was a science prize, if there was a medicine prize, if there was an engineering prize, once again you were 5 years ahead of the rest of the world. Ob es nun in der Naturwissenschaft war, in der Medizin oder im Ingenieurswesen, ihr habt die meisten Preise abgeräumt und wart wieder 5 bis 10 Jahre der Welt voraus. People all over the world were amazed at what you were creating and producing. Die Menschen überall in der Welt waren sehr erstaunt zu sehen, was ihr erschaffen habt und produziert habt. Everyone in the world, you were number one in exports again, and everyone in the world wanted something that said, made in Deutschland. Everyone wanted it. Also 33 wart ihr bereits wieder Weltexportmeister und jeder wollte dieses Made gemacht in Deutschland, irgendein Produkt aus Deutschland haben. No one else could compete with you. Es konnte keiner mit euch Schritt halten. And your connection to your Ahnen und Urahnen was secure. Und eure Verbindung mit den Ahnen und Urahnen war gesichert. 5 years later, 1938, 1939, once again, a great tragedy came. Und dann 5 Jahre später, 38, 39, ist noch einmal eine große Tragödie geschehen. It wasn't that you were too bad. That was not the problem. Das Problem war dabei nicht, dass ihr zu schlechte Menschen wart. Or that there was something in you that had the potential to be bad. That was not the problem. Oder dass in euch ein Potenzial vorhanden war, das hätte böse umschlagen können ins Böse. Your whole problem was that you were simply too good. Das einzige Problem war, ihr wart einfach zu gut. And no one could understand you. Und niemand konnte euch verstehen. Everyone was guessing. What makes the Germans so good? Jeder hat rumgerätselt. Was ist es, was die Deutschen so gut macht? No one could create the music. No human being could create the music they produce, or the literature that they produce, or the buildings that they build. No human being could do this. Keiner schaffte es, die Gebäude, die die Deutschen hergestellt haben, oder die Musik, die sie komponiert haben, oder die Literatur, die sie geschrieben haben, nachzumachen. So they're trying to figure it out. Also wollten sie der Sache auf die Spur kommen. Maybe it's the water in Germany.
Es könnte das deutsche Wasser sein. Or maybe it's the beer in Germany. Es könnte sogar das deutsche Bier sein. Or maybe it's the bratwurst in Germany. Oder doch die Bratwürste. Or maybe it's the Luft, the air in Germany. Vielleicht ist es die deutsche Luft, die das bewirkt. But it was beyond their belief that it could have been you and inside of you that was so good. Aber sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass es nichts Äußeres, sondern dass es in euch ist, dass ihr von Haus aus so gut seid. So for a second time you were destroyed. Also wurdet ihr ein weiteres Mal zerstört. By those who were jealous of you. Und zwar von denen, die auf euch eifersüchtig waren. Those who envied you. Auf euch neidisch waren. And those who could not possibly understand who you were. Und die keine Ahnung von euch hatten, wer ihr wirklich seid. So the only thing they could do is Bletchley Park. Also blieb ihnen nichts anderes übrig als Bewusstseinskontrolle über Bletchley Park. And make sure that the truth was, the fullness of truth was kept away from you. Und sicherzustellen, dass die ganze Wahrheit euch vorenthalten bliebe. And that the story always remained childlike and simple. Und dass die Geschichte, die verbreitet wird über Deutschland, immer nur kindlich und einfach ist. The Allies have a halo over their heads. Die Alliierten werden dargestellt mit Heiligenschein. They're always good. Das sind immer die Guten. You are always bad. Und ihr seid immer die Bösen. And have the potential for bad. Und ihr habt noch das Potenzial, böse zu sein. Especially if you start feeling good about yourself. Und Especially. Das kommt dann raus, wenn ihr euch wieder gut fühlt oder wohlfühlt. People get very worried when they see Germans feeling good about themselves. Die Leute werden sehr unruhig, wenn sie sehen, dass die Deutschen sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen. You have a president named Steinmeier. Ihr habt einen Bundespräsidenten Steinmeier. Every time I see him go on television, jedes Mal, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, it is not with the message of how good you are. Never. Erzählt er nie was davon, wie gut dieses deutsche Volk ist. It's always sour. Das ist ein Sauertopf, jedes Mal. This is a national holiday. Ja, jetzt haben wir schon wieder einen Nationalfeiertag. It's another reason for us to feel shame and guilt. Jetzt haben wir einen neuen Anlass, uns wieder beschämt und schuldig zu fühlen. And we must kneel before somebody. Und vor irgendjemandem müssen wir uns auf den Boden werfen. Shouldn't that be a disqualification for being your president? Shouldn't that be a disqualification? Also, man müsste doch das als ein Merkmal der Disqualifizierung für einen Bundespräsidenten anerkennen. I mean, the president is... Look, people, it's not easy to live in Germany today. It's not easy. Es ist klar, dass es nicht einfach ist, heutzutage in Deutschland zu leben. You know that. Ihr wisst Bescheid. I mean, we finally get rid of COVID a little bit. Endlich haben wir die C-Krankheit ein bisschen beiseite geschoben. And what does Lauterbach tell us? Und was erzählt uns Herr Lauterbach? Here comes the monkeypox. Affenpocken aus der Tasche gezogen. Oh. Now we have a new mask. Jetzt haben wir eine neue Maske. So why shouldn't your president, why shouldn't your leaders be trying to encourage you and build you up? Why? Warum sollte euer Bundespräsident und eure Führungspersönlichkeiten euch nicht wenigstens aufbauen, hochziehen? You're the best thinking people on this earth. The best thinking people. Ihr seid das Volk, was am allerbesten in der ganzen Welt denken kann. It's how you're wired. It's how your brain is wired. Diese gute Denkfähigkeit hängt damit zusammen, wie euer Gehirn verschaltet ist. But if nobody tells you the truth and nobody encourages you, your brain is starved.
starved. Aber wenn euch niemand die Wahrheit erzählt und niemand euch ermutigt, dann verschrumpelt euer Gehirn. Verhungert es. So, my sin is to love you and tell you the truth. That's my Verbrechen. Meine Sünde oder mein Verbrechen ist es, euch zu lieben und euch die Wahrheit zu sagen. So they say I'm in danger all the time. Deshalb behauptet man, dass ich ständig in Gefahr sei. Well then, so be it. Na, dann ist es halt so. Yeah. Everything that has been in your Ahnen und Urahnen for generation after generation after generation, everything that is in them is in you. Alles, was über Generationen in euren Ahnen und Urahnen enthalten war, ist auch in euch. They tried to separate you from them. They tried very hard. Sie haben sehr stark sich bemüht, euch von euren Ahnen abzuschneiden. But they forgot one thing again. Aber es ist ihnen wieder etwas ausgekommen. You are Deutsche. Ihr seid Deutsche. And inside of you is a deutsche Seele. A Und deutsche in eurem Seele. Inneren ruht eine deutsche Seele. And it's very real. Die ist echt. And that deutsche Seele is now starting to rise up in each of you. Und diese deutsche Seele beginnt nun hochzusteigen in jedem Einzelnen von euch. Because your time to be free and sovereign is near. Denn eure Zeit, frei und souverän zu sein, ist nahe gekommen. The deutsche Herz is starting to open again. Das deutsche Herz beginnt sich wieder zu öffnen. It's had to be closed. Es musste sich versperren. It's had to protect itself. Musste sich beschützen. Now it's coming open again. Und jetzt öffnet es sich wieder. Now Bletchley Park and the Allies say, oh, this is a problem for the world. That's a problem. Die von Bletchley Park und die Alliierten sagen, oh, ein Problem für die Welt. The word Deutschtum has become a bad word among the Allies. It's a bad word. Unter den Alliierten ist das Wort Deutschtum ein böses Wort, ein schlechtes Wort. In reality, it's who you are. Aber in Wirklichkeit ist das genau das Wort für das, was ihr seid. It's the fullness of who you are. Es umfasst die Fülle von all dem, was ihr seid. Now there was something missing in 1912 and 1933. There was something missing. 1912 und 1933 fehlte etwas in Deutschland. In every way you were very, very good. Also in jeder Hinsicht wart ihr sehr, sehr gut. But along with that came jealousy, envy, and finally hatred. Aber damit entlang ging Eifersucht, Neid und schließlich Hass. This time, Germany is going to be great and good. Dieses Mal wird Deutschland großartig sein und gut. Germany will be great and good. Deutschland wird großartig und gut sein. Because the one thing that was missing in all those years was love. Das eine, was gefehlt hat in all diesen Jahren, war die Liebe. I was there. Ich war dabei. I had to be there. Ich musste dabei I sein. saw the miracle that was taking place. Ich sah das Wunder, was sich auftat. And I saw what was missing. Und ich sah auch, was fehlte. And the world felt they had to destroy you. Die Welt hatte das Gefühl, sie muss euch zerstören. Because they could not understand you. Denn sie konnten euch einfach nicht verstehen. And they could not feel your love. Eure Liebe konnten sie auch nicht fühlen.
They thought you were prideful and arrogant. That's what they believed. Sie glaubten, ihr seid arrogante und stolze Menschen. But this time, Aber dieses Mal, in only 9 months, in nur 9 Monaten, with everything you need already within you, everything you need, wird alles, was bereits in euch vorhanden ist, this time, love will be at the center. die Liebe im Zentrum haben. What is the only answer for Deutschland? Liebe ist die einzige Antwort für Deutschland. That's the only answer. Die einzige. You know, when Crick and Watson, the two British scientists, were searching for the DNA secret, the secret of DNA. Als die zwei britischen Wissenschaftler Crick und Watson nach dem Geheimnis der DNS, DNS suchten, I know. And every scientist in the world was trying to figure out the secret to DNA that was in all of us. Und eigentlich alle Wissenschaftler der ganzen Welt nach dem Geheimnis der DNS, die in jedem Menschen vorhanden ist, suchten. But no one could figure it out because it was so simple. Aber keinem ist es gelungen, das Geheimnis zu lüften, einfach deshalb, weil es so einfach war. They were looking to make it so kompliziert, too big, and in reality it was so simple, right in front of their nose. Es war ein einfaches Geheimnis, während sie alles aufgebläht haben. Es war vor ihrer Nase und sie sahen es nicht. And here's what I'm here to tell you tonight. Und jetzt sage ich euch was heute Abend. It is as simple as love for you. Und für euch ist das Geheimnis so einfach wie die Liebe. And you have to start by loving yourself. Anfangen tut ihr, indem ihr euch selbst liebt. You say, oh, that feels uncomfortable, Professor, to love myself. That feels uncomfortable. Aber Herr Professor, das ist mir gar nicht wohl, mich selber zu lieben. Then let's look at it from a different perspective. Dann schauen wir es uns aus einer anderen Richtung an. Who created you? Wer hat euch denn erschaffen? Did you create you? Habt ihr euch selbst erschaffen? Well, the one who created you made no mistakes. Der euch erschaffen hat, hat keine Fehler begangen. And they didn't make you to be superior and above everybody. Und der Schöpfer hat euch nicht so geschaffen, dass ihr den anderen überlegen und über ihnen stehend macht. But they made you very different than others. Der Schöpfer hat euch allerdings sehr anders geschaffen als die übrigen. And it pleases God greatly. It pleases Him when you are happy with who you are. Und Gott ist sehr erfreut darüber, wenn ihr einfach glücklich seid, so zu sein, wie ihr seid. Because He made no mistake with you, none. Er hat sich nicht geirrt bei der Schaffung von euch. He is pleased with you when you are happy to be who He created. Gott ist hocherfreut, wenn ihr glücklich seid mit dem, zu was er euch erschaffen hat. Deutsche. Nämlich Deutsch sein. You are not zweite Klasse amerikanisch. Ihr seid keine Zweitklasse-Amis. You're not zweite Klasse europäisch. Ihr seid auch keine Zweitklasse-Europäer. You're not anything but erste Klasse Deutsche. Ihr seid nichts anderes außer erstklassige Deutsche. And that goes back in a line for generation after generation after generation. Und das könnt ihr zurückverfolgen über die Generationen. They are part of you. Diese Generationen sind in euch. Teil von euch. You are part of them. Und ihr seid ein Teil von den Generationen. That is part of the genius of creation. Die wiederum diesem Genius der Schöpfung angehören. And you have to start loving other Germans. You must do it. Und als nächstes müsst ihr auch die anderen Deutschen lieben. And you don't love other Germans today. You don't. Heute liebt ihr die anderen Deutschen nicht. You are not nice to each other. Ihr seid nicht nett zueinander. You don't take care of each other. Ihr kümmert euch nicht umeinander. Bletchley Park separated you from one another into little groups. Little groups. Bletchley Park hat euch voneinander getrennt in kleine Grüppchen. And now we have to find unity again.
Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir wieder in Einigkeit zurückkehren. And it starts with you loving yourself as who you were created to be. Und es fängt damit an, dass ihr euch liebt, so wie ihr geschaffen seid. And then loving other Germans as they are. As they are. Und als nächstes andere Deutsche liebt, genauso wie sie geschaffen worden sind. You need to find something good to say about them. Something, anything. Ihr müsst irgendwas Gutes finden, was ihr über andere Deutsche sagen könnt. And it won't hurt you to reach out to them, realizing that their lives are difficult too. Und es hilft überhaupt, also es tut euch nicht weh, wenn ihr euch ausstreckt zum anderen hin und wisst, auch der hat ein schwieriges Leben zu bewältigen. Everyone in Deutschland has to live in an upside-down world. Every one of you does. Alle Deutschen müssen in einer Welt leben, die auf dem Kopf steht. And if you'll start extending love out to others, you will lighten their load, lighten their depression, lighten their loneliness. Und wenn ihr anfängt, Liebe auszusenden zu den anderen, werdet ihr ihre Last erleichtern, ihre Depression mildern und ihre Einsamkeit abschwächen. There's too much loneliness in this nation. Also so viel Einsamkeit ist in dieser Welt, in dieser Nation. And when you love other Germans, you will fall in love with this land again. Und sobald ihr die anderen Deutschen liebt, werdet ihr auch merken, dass ihr euch wieder verliebt in dieses Land. Tourists come here from other places and they are amazed at the beauty that you live in. Amazed. Die Touristen bereisen dieses Land, sie kommen von überall her und sind erstaunt, wie schön dieses Land ist. They're only here for 2 weeks, but they say, "Oh, I wish I could stay. It is so beautiful here." Sie sind nur 2 Wochen in den Ferien hier und wünschten sich, bleiben zu können, weil es einfach so schön ist in Deutschland. When's the last time you heard a German say that? Wann habt ihr das zum letzten Mal aus dem Munde eines Deutschen gehört? I don't even think you see the beauty all around you anymore. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob ihr diese Schönheit, die euch umgibt, gar nicht mehr sehen könnt. And not only is love the only answer for you, Nicht nur ist die Liebe die einzige Antwort für but euch, love makes everything beautiful. auch macht die Liebe alles schön. The sky is bluer, the grass is greener, the waters are deeper. Der Himmel ist blauer, die Wasser sind tiefer. Blauer. Die Wiesen sind grüner. Dankeschön. Okay. And believe me, even your neighbors will look better. Und ihr könnt mir glauben, auch eure Nachbarn sehen da noch hübscher aus. Love is magical. Die Liebe ist magisch. It makes everything beautiful. Sie macht alles wunderschön It brings light into darkness. und bringt Licht in die Dunkelheit hinein. So that's what I'm asking you to do. Darum bitte ich euch. Because if you have love, you can be very, very good and no one will harm you. Wenn ihr nämlich Liebe in euch habt und liebt, dann kann euch niemand mehr Schaden zufügen. Und großartige Dinge könnt ihr machen. Because you're valuable. Weil ihr wertvoll seid. You are radiating Weil ihr strahlt. something that attracts them Weil ihr anzieht. instead of something that repels them. Anstatt dass ihr die Leute abstößt. And it is the will of God that you begin creating again as Deutsche. Und der Wille Gottes ist, dass ihr als Deutsche wieder beginnt zu kreieren. Because here's this great big puzzle. It's all His. Stellt euch vor, da ist Gottes Weltpuzzle. And right there is a missing piece. Und da in der Mitte ist dieses fehlende Stück. So the whole puzzle is cloudy, it's uncertain. Daher hat sich das ganze Weltpuzzle bewölkt und ist nicht sicher, nicht stabil. The whole rest of the world lives in mediocrity. Die restliche Welt lebt im Durchschnittlichen, Because you live in self-pity.
Weil ihr euch selbst leid tut. You have believed a lie about yourself. Ihr habt eine Lüge über euch selbst geglaubt. Made up and told by people who don't understand you and don't know you. Die erfunden wurde von den Menschen, die euch nicht verstehen und die sie weiterverbreitet haben. But they control all of your media. Aber sie kontrollieren die gesamte They control your education. Medienlandschaft. They control your education system. Und euer Bildungssystem kontrollieren sie. From birth, all you hear is their story. Schon von Geburt an hört ihr nichts anderes als die Geschichte der Nichtdeutschen. And that's why I'm here. Und deshalb bin ich hier. To tell you the truth about yourself. Um euch die Wahrheit über euch zu erzählen. And you say, okay, William, maybe you do love us. Maybe you do love us. Und ihr sagt, naja, William, vielleicht magst du uns wirklich. But God loves you 100 times more than I could ever love you. Aber Gott liebt euch 100-mal mehr, als ich euch je lieben könnte. And all He wants you to do is to be yourselves. Und Gott möchte nichts weiter von euch, als dass ihr euch selbst seid. And use what He has put in you to create beauty. That's what He wants. Und dass das, was Gott in euch hineingelegt hat, von euch benutzt wird, um etwas Schönes herzustellen. And it's not hard work for you because it's natural to you. Und das fällt euch ja noch nicht mal schwer, weil das ist was ganz Natürliches für euch. You just need to relax Dabei müsst ihr euch nur entspannen. and chill out. Entspannen. Rumhängen. All right? The future that's coming to you is a beautiful, beautiful place. Ihr habt eine so wunderschöne Zukunft vor euch. I'll tell you what makes me sad. Und ich sage euch, was mich traurig macht. I mean deeply sad. Sehr traurig. Is there's over 1,200,000 attractive, intelligent Germans who aren't even in the country anymore. They're not even here. Also es sind 1,2 Millionen attraktive, intelligente Deutsche, die nicht mal mehr in diesem Land wohnen. They ran away Die da fortgerannt sind. in the last 8 or 9 years. They ran away. So vor 8, 9 Jahren sind sie einfach ausgereist. They couldn't handle it anymore. Es war ihnen zu viel, hier zu leben. Too many rules, too much regulation. Regeln und Bestimmungen, es war ihnen zu viel. Too much control. Zu viel Kontrolle. Too much confusion. Auch zu viel Verwirrung. And when they looked around them every day, when they looked around, these people who ran away, every day what they saw Und als diese Leute, die aus Deutschland davongegangen sind und sich umgeschaut haben, was sahen sie? they said, this is not going to change. It only gets worse. It's not going to change. It only gets worse. Kamen sie zu dem Schluss, da ändert sich nichts, es wird immer noch schlimmer. That's 1,200,000 of your brothers and sisters 1.200.000 eurer Geschwister betrifft das, who had to leave their home and can't come back. die aus ihrem Haus fortziehen mussten und nicht mehr zurückkehren können. What were they seeing around them when they made the decision to leave? What were they seeing? Was war denn die Gegebenheit, die sie gesehen haben, als sie sich entschlossen, aus Deutschland wegzuziehen? Now remember, you don't live in a third world country that is poor and it is so poor that they can't help themselves. You don't live in that country. Also, man muss wissen, dass ihr nicht in einem Drittweltland lebt, wo die Leute so arm sind, dass sie sich selbst nicht aufhelfen können. Most of the world's population lives in poor countries where they can't help themselves. Aber der Großteil der Menschheitsbevölkerung lebt in solchen armen Ländern, wo sie sich nicht selber helfen können. But you live in one of the 3 wealthiest countries on the whole planet. You are a wealthy country. Aber ihr lebt in einem der 3 reichsten Länder der Welt. Ihr seid ein sehr Wohlstandsland. So these people who ran away, every day
they saw the graffiti grow in every city, graffiti grow along every railroad, graffiti grow along every Autobahn. Everywhere they looked, there was graffiti. Also diese Leute, die von Deutschland weggegangen sind, sahen Graffiti anwachsen auf Häusern, auf Bahnuntergängen, auf Autobahnen, überall wuchs es. And nobody ever took it down. Nobody ever painted it over. It just kept growing, 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 till you couldn't even see the buildings anymore. Und die Graffiti-Zeichnungen wurden einfach nicht übermalt, übertüncht. Es ist einfach nur weitergewachsen. Man konnte nicht mal mehr die Gebäude erkennen. And the words of the graffiti and the ugliness of the graffiti, it made them feel bad. Ja, und was da geschrieben stand in Graffiti und die Bilder, die waren so hässlich, dass sie sich übel gefühlt haben. But then they saw something else. Und sie sahen noch was anderes. They remembered a Deutschland that was safe and secure. That's what they remembered. Sie konnten sich noch erinnern an ein Deutschland, wo es sicher zuging. And that's why they had children and grandchildren and great-grandchildren, because this was a land that was beautiful and safe. Deshalb haben sie Kinder bekommen, Enkel bekommen, Urenkel bekommen, weil sie in einem Land lebten, das sicher war für die Nachkommen. You tell me why. Tell me why. Sagt mir weshalb. That you have to live in a land that is not safe anymore with all the wealth you have. Tell me why. Sagt mir, weshalb ihr in einem Land leben müsst, das nicht mehr sicher ist, obwohl ihr so reich seid. It's the same reason that nobody takes the graffiti down. The same reason. Und zwar aus demselben Grund, weshalb niemand diese Graffiti-Zeichnungen übertüncht. Because you're afraid of the bad people. That's why. Weil ihr Angst habt vor dem Bösen. You're afraid of the criminals. That's why. Weil ihr Angst habt vor den Kriminellen. You're afraid of the troublemakers. That's why. Weil ihr Angst habt vor den Krawallmachern. You got 300,000 police. 300.000 Polizisten habt ihr. And yet your parks are not safe for your children. Aber eure Parks sind nicht mehr sicher für eure Kinder. And after dark, even in normal cities, people don't go out and walk anymore. Und wenn die Dämmerung hereingebrochen ist, sogar in normalen Städten, gehen die Leute abends nicht mehr spazieren. I propose to you that there are 1 million troublemakers in Germany today. Also, was ich euch sage, ist, dass heute in Deutschland 1 Million Krawallmacher leben. The police could easily take care of them. Die Polizei könnte sie leicht beseitigen. There was a time that if you were a troublemaker, the last place on earth you would want to come is Deutschland. Es gab mal eine Zeit, wo die Krawallmacher als allerletztes Deutschland ausgesucht hätten als Wohnort. That was only 30 or 40 years ago. Ist erst 30, 40 Jahre her. If you were a troublemaker, you went to Holland. Wenn einer Krawall machen wollte, ist er nach Holland gereist. You went somewhere else. Oder sonst wohin. Not today. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Everyone come. Everyone come. Kommt alle. Kommt ja. Now I was there in 2015, 16. I was here as the immigrants came through, first part in the north, then further in the south. I was here every day. Also im Jahre 2015 und 16 war ich jeden Tag dabei, als die Immigranten erst über den Norden nach Deutschland kamen, dann über den Süden. Many of them were good people. Many of them were good people. Viele der Zuwanderer waren gute Menschen. It's not about immigrants. Don't get me wrong. Also versteht das nicht falsch. Ich habe nichts gegen Einwanderer. My nation is nothing but immigrants. Nothing but. Mein Land ist ein reines Einwandererland. People who didn't fit in or who were afraid,
and they came to America and they got a fresh start. Nothing wrong with that. Die Leute, die sonst nirgendwo hingepasst haben oder die irgendwie Angst hatten, sind nach Amerika gekommen und haben dort neu begonnen. But we didn't ask one of these people as they came across the border. We didn't ask one of them a question. Not one. Aber hier in Deutschland haben wir nicht gefragt. Eine Frage an diese Einwanderer. Have you ever been in prison? Die Fragen wie, warst du schon mal im Gefängnis? Have you ever killed anyone? Hast du schon einen Menschen umgebracht? Have you ever mistreated a woman? Hast du schon mal eine Frau schlecht behandelt? What are your attitudes about this and this and this? Welche Einstellung hast du zu dem Thema, dem Thema und dem Thema? We never ask a single question. Wir haben keine Frage gestellt an diese Everyone Einwanderer. come. Everyone come. Her mit euch, kommt ihr mühsam. You said yes, but they were coming from Syria, escaping Vladimir Putin. Und ihr sagtet, na ja, die sind doch aus Syrien gekommen und die flohen doch vor Wladimir Putin. No, they weren't. Stimmt gar nicht. Less than 20% of all the immigrants who came had ever seen Syria. Weniger als 20% von allen Zuwanderern, die gekommen sind, haben je einen Blick in Syrien reingeworfen. And instead of on the front page of your newspapers, the color pictures of families with 6 and 7 children, they didn't exist. They didn't exist. Ja, und auf euren Illustrierten oder Zeitschriften war auf der Frontseite eine Familie abgebildet mit 6, 7 Kindern. Die hat es nie gegeben. No, they didn't exist. 94% of the people who came across, there were over 1 million, 94% were young men from 18 to 24. 94%. Also von der 1 Million Zuwanderer, die über die Grenze nach Deutschland gekommen sind, waren 94% junge Männer im Alter von 18 bis 24. I was walking with the immigrants on the biggest day. 60,000 immigrants came across in one day. Also an nur einem Tag, das war der größte Zuwanderungstag, kamen 60.000 Zuwanderer rein nach Deutschland. Ich war dabei. All 7 of your major newspapers, go back and look, ran the same pictures of women and children in the rain who were hungry and desperately needed your help. Eure 7 großen Zeitungen haben damals, ihr könnt nachschauen, als Titelseite gehabt, Frauen und Kinder, die im Regen durch Deutschland wanderten, kalt, froren und Hilfe brauchten. With 60,000 immigrants in that day, guess how many women and children were among them? Und jetzt ratet mal, wie viele Frauen und Kinder waren dabei bei diesen 60.000 Immigranten? 3. 3. And yet if you looked at your television that night, or your radio the next day, or you looked at any of your 7 major newspapers, you would think 60% of them were women and children. Aber wenn ihr an demselben Tag eure Fernsehnachrichten angeschaut habt oder am nächsten Tag die Radiomeldungen gehört habt und in den 7 größten Zeitungen gelesen habt, dann habt ihr den Eindruck bekommen, dass 60% Frauen und Kinder waren. No one was telling you the truth. Keiner hat euch die Wahrheit gesagt. Okay. Now, let's cut right to the truth. Und jetzt zur Wahrheit. They were coming from 10 countries, and I could name them. 10 countries. Die Zuwanderer kamen von 10 Ländern, die ich alle benennen kann. And in every one of these countries, there were people who were troublemakers. In jedem dieser 10 Länder gab es Krawallmacher. These were people who were in trouble when they were 10 years old. Sie hatten schon Schwierigkeiten, als sie erst 10 Jahre alt waren. They were in trouble when they were 15 years old. Und auch mit 15. They were in prison when they were 17 years old, 18. Mit 17 sind sie, oder 18 sind sie schon im Gefängnis gelandet. Everyone knew who they were and everyone wanted to get rid of them. Jeder wusste, wer die Typen sind und jeder wollte sie loswerden. But nobody in the world would take them. Aber keiner in der Welt war bereit, sie aufzunehmen. Because they were trouble. Weil sie eben Schwierigkeiten bedeuten. Until wir schaffen das. Bis dass wir schaffen das kam. I estimate that today there's 1 million people in this country who do nothing but cause trouble. Also meine Schätzung ist, dass heutzutage in Deutschland 1 Million
anwesend sind, die nichts anderes machen als Schwierigkeiten und Krawall. Now for today, here's my question. Eine Frage an euch. Why do you have to live this way? Warum müsst ihr unter diesen Bedingungen leben? It's not necessary that you live this way. Ist doch gar nicht notwendig, dass ihr so lebt. You live in one of the wealthiest countries on earth. Ihr lebt in einem der Länder, die mit meistem Wohlstand ausgerüstet sind. There was a time only a few decades ago that Germany had almost no troublemakers. Almost none. Also vor wenigen Jahrzehnten noch hatte Deutschland so gut wie keine Krawallmacher. So the 1,200,000 attractive, intelligent Germans that ran away. Also die 1,2 Millionen Deutsche, attraktiv und intelligent wie sie waren und weggezogen sind. They saw the graffiti growing like a poison all over the country and nobody would do anything about it. Nobody. Sahen, wie die Graffiti-Zeichnungen wie ein Gift sich über das ganze Land ausgebreitet haben und niemand etwas dagegen unternommen hat. And they saw troublemakers coming in and nobody would do anything about it. Und sie sahen, wie die Krawallmacher das Land übernahmen und keiner sich dagegen gewehrt hat. We were afraid to offend anybody. Wir hatten Angst, irgendjemanden etwas zuleide zu tun. And so finally, what these Germans saw, they said, we don't want to live there anymore. Diese Deutschen sagten dann, da wollen wir nicht mehr leben. And I propose to you today that all 1,200,000 of them are coming home. Und heute sage ich euch eins, diese 1,2 Millionen Deutsche, die weggezogen sind, kommen wieder heim. They want to come home. Sie wollen wieder heimkommen. They're already homesick. Sie haben jetzt schon Heimweh. All they need to see is some hope. Was sie sehen müssen, ist ein Hoffnungsschimmer. That this won't get worse, but will get better. Ein Zeichen dafür, dass es nicht schlimmer wird, sondern besser werden kann. And this million who is not here to become Germans, they are not here to be educated, they are not here to go to work. Und die Millionen Krawallmacher sind nicht hier, um Deutsche zu werden, um sich ausbilden zu lassen oder um eine Arbeit nachzugehen. They need to go home. Sie müssen wieder heimgehen. Now, it's not as hard as what you think. Es ist gar nicht so schwierig, wie ihr euch das vorstellt. Because they came here because it was easy to come here. Sie kamen hierher, weil es leicht war, nach Deutschland einzureisen. They got money, Bargeld on the first day. Schon am ersten Tag hat man ihnen Geld gegeben. They got Apple iPhones with 2-year unlimited free Wi-Fi. Apple-Handys haben sie bekommen mit einem 2-Jahre-Plan, dass alles schon vorbezahlt war. And they got free flat-screen televisions. Und dann haben sie Flachbildschirme bekommen. And they got free rail passes and S-Bahn passes. Und sie konnten kostenlos mit der Bahn und der S-Bahn fahren. And they got apartments all over the country that Germans couldn't afford. Wohnungen hat man ihnen geschenkt, die nicht mal Deutsche sich leisten konnten, im ganzen Land. We made it so easy for them. Wir haben es ihnen direkt nachgetragen. That they said, we'll go there, we'll cause trouble, and we'll stay. Dann sagten die sich, ja, nichts wie hin, wir machen Krawall und dann bleiben wir. So now we take and we turn things right side up. Und wenn wir jetzt die Sache wieder auf die Füße stellen, and it's not so easy anymore. Dann ist es nicht mehr einfach für sie, nicht mehr so einfach. They will walk out as fast as they walked in. Und dann verschwinden sie so schnell, wie sie reingekommen sind. We don't have to harm them. We don't want to harm them. Wir müssen denen gar nichts tun. Und wir wollen ihnen gar nichts tun. We just take away the reason that they came. Wir nehmen nur ihren Grund weg, weswegen sie hier eingereist sind. And they'll go somewhere else. Und weg sind sie. Where it's easy again.
Und zwar dort, wo es für sie wieder einfach ist. And in a short period of time, all the 1,200,000 will be home where they belong. Und dann dauert es nicht lang, dann kommen die 1,2 Millionen Deutsche von irgendwo in der Welt wieder nach Hause. And when people in Deutschland see hope and they feel free, they'll start having children again. Und wenn die Leute in Deutschland wieder Hoffnung spüren und sich frei fühlen, dann bekommen sie auch wieder Kinder. And their children, their 12-year-old daughters will be able to go in any park in Deutschland, any park they want to. Und die 12-jährigen Kinder können dann wieder in jeden deutschen Park gehen. Arm in arm, laughing, singing. Arm in Arm und lachen und singen. At midnight. Und zwar Mitternacht. And their parents won't have to worry about them anymore. Ohne dass sich ihre Eltern Sorgen machen müssen. And the children won't have to worry anymore. Auch die Kinder müssen sich dann keine Sorgen mehr machen. And this is a possibility, and it's a future I am bringing to you. Das ist eine Möglichkeit und das ist die Zukunft, die ich euch bringe. And remember, all that you need is already within you. Everything. Denkt daran, dass alles, was ihr braucht, bereits in euch vorhanden ist. You say, William, why do you love us? Why? Ihr sagt, William, warum liebst du uns denn? I love you because you are worthy of being loved. That's why. Ich liebe euch deshalb, weil ihr es wert seid, geliebt zu werden. You are very, very special people. Ihr seid ganz, ganz besondere Menschen. And you're the only ones who don't know it. You're the only ones. Bloß ihr seid die Einzigen, die das nicht wissen. That's why I have to come to your community, to this place. Deshalb muss ich zu euren Gemeinden kommen, an diesen Ort hier. To remind you who you really are. Um euch daran zu erinnern, wer ihr wirklich seid. What does it mean to be German? Was bedeutet es denn, Deutsch zu sein? It means to be clear. Es bedeutet, klar zu sein. You live in a land that is clear. Clarity is all around you. In einem Land zu leben, was klar ist und umgeben zu sein von Klarheit. And that means truth. Und das bedeutet die Wahrheit. So your minds can once again begin to produce. Und dass mit Hilfe der Wahrheit euer Verstand wieder beginnen kann, Dinge zu erschaffen. You are the only people on earth who have a language that is as beautiful and precise as your language is. You're the only ones. Ihr seid das einzige Volk auf der Erde, das so eine präzise, schöne Sprache hat. Which means you can create beauty. Wodurch ihr Schönheit erschaffen könnt. You can add form. You can add function. You can add Nachhaltigkeit to beauty. That's what you do. Um die Schönheit legt ihr Form, Funktion und Nachhaltigkeit. Genau so seid ihr angelegt. And the whole world is waiting. Und die ganze Welt wartet. Living in mediocrity. Die ganze Welt, die in Mittelmäßigkeit verharrt, Asking the same question. stellt überall die gleiche Frage. Where are the Germans? Wo sind denn die Deutschen abgeblieben? Did they disappear? Sind sie verschwunden? Where are they? Wo sind sie? Here they are. Da sind sie. So, God is asking you to be yourself. Gott bittet euch, ihr selbst zu sein. And out of that, creativity will begin to flow. Und daraus wird wieder die Schöpferkraft hervorfließen. And this whole world will benefit from your creativity. Die ganze Welt wird den Nutzen davon tragen von eurer Schöpferkraft. Every single one of you Jeder einzelne von euch will feel a love and a joy that you do not feel today. wird eine Liebe und eine Freude empfinden, die ihr heute noch nicht fühlt.
Because the world that is coming to you, the future that is coming to you, Denn die Zukunft und die Welt, die auf euch zukommen, is perfectly meshed and integrated with the love that is growing in you right now. vermischt sich vollständig mit der Liebe, die jetzt im Augenblick in euch heranwächst. And inside the deutsche Seele, there is love, there is warmth. Im Inneren der deutschen Seele ist Liebe und Wärme. And inside the deutsche Herz, there is a generosity and a light. Im Inneren des deutschen Herzens ist Großzügigkeit und Licht vorhanden. And now all of that will begin to emerge. Und all das kommt nun zum Vorschein. And the perfect storm is going to be helping you. Der perfekte Sturm wird euch dabei helfen. And it's going to wake up the other 95%. And will wake them up. Und durch den perfekten Sturm werden die anderen 95% And when they aufgeweckt. wake up, they're going to look around to see. Und sobald sie wach geworden sind, schauen sie sich um Is it all right to be German again? und fragen sich, ist es wieder in Ordnung, Deutsch zu sein? Can we stop pretending who we are? Können wir aufhören, damit zu tun, vorzutäuschen, wer wir sind? And they're not going to look at me. Und mich schauen sie dabei nicht an. Because I am not fortunate enough to be a German. I am not fortunate enough to be like you. Ich habe nämlich nicht das Glück, ein Deutscher zu sein. But so they're wie going to look around and they're going to be looking for you in this room. Aber sie werden sich umschauen und dann werden sie euch entdecken, ihr, die hier in dem Raum sind. You're the courageous ones who have went out front of them. Ihr seid nämlich die Mutigen, die vor ihnen in die Welt hinausgegangen sind. And they're going to want to see, are you halfway normal? Und dann prüfen sie, seid ihr halbwegs normal? And if you appear to be halfway normal, Und wenn ihr den Anschein erweckt, doch halbwegs normal zu sein, then they will join you. dann kommen sie und schließen sich euch an. They have been told that you, out front of them, are extremist and crazy and dangerous. That's what they've been told. Den 95% hat man erzählt, dass die Toll-Leute gespinnert sind und extremistisch und verrückt. Yeah. Aber das habe ich schon. This is meeting number 257. 257 tonight. Heute findet das 257. Treffen statt. Lisa and I were talking in the car today. Lisa und ich haben uns heute im Auto unterhalten. We haven't seen an extremist yet. We haven't seen a dangerous person yet. We haven't seen a crazy person yet. Bisher haben wir in den ganzen Treffen noch nicht einen Extremisten getroffen, noch nicht einen gefährlichen Menschen getroffen, noch nicht einen Verrückten getroffen. All we have seen is attractive, normal Germans who want to be free. Nur attraktive, normale Deutsche, die frei sein wollen, haben wir gesehen. You're fine, sir. Thank you. Okay. Is it wrong to love who you are? Is it? Ist es denn falsch, das und den zu lieben, der du bist? Is it wrong to feel good about who you are? Is it wrong? Ist es verkehrt, sich wohl mit dem zu fühlen, was man ist? My sin, my crime, is to love you as you are. That's my sin. Meine Sünde ist, dass ich euch so liebe, wie ihr seid. Then I am guilty. Na also, dann bin ich eben schuldig.
I'm going to stop now for a moment. Und jetzt halte ich inne. Because I want you to practice being Deutsche again. Ich möchte nämlich, dass ihr jetzt übt, wieder Deutsche zu sein. Your forefathers loved to ask good questions. Eure Vorfahren liebten es, gute Fragen zu stellen. It was something everyone in the world knew about Germans. They always ask good questions. Also jeder wusste Bescheid, dass die Deutschen immer gute Fragen stellen. And if it didn't sound right to them, wenn sich die Fragen nicht richtig anfühlten oder anhörten, they kept asking good questions until they found the truth. Wenn die Antworten sich nicht richtig anfühlten, dann haben sie weiter Fragen gestellt, bis sie an der Wahrheit herangekommen sind. They knew what it meant to be German. Sie wussten, was es bedeutet, Deutsch zu sein. It meant to be clear. Nämlich klar zu sein. To be surrounded by clarity. Umgeben zu sein von Klarheit. And they always sought the truth. Und sie haben immer nach der Wahrheit gesucht. So you have me for tonight. Ihr habt mich also für heute Abend. I have came to you. Ich bin zu euch gekommen. I have told you what I know. Und habe euch gesagt, was ich weiß. Now I need your questions. Und jetzt brauche ich Fragen von euch. So, who will have the courage to start us off? Wer hat den Mut, als erstes eine Frage zu stellen? Oh, back here. Yes, ma'am. All right, good. Warten Sie bitte, Sie kriegen ein Mikro. Ja. Der Herr bringt ein Mikro. Okay. Das Mikro ist an, das leuchtet. Das ist ganz laut. If Elfrieda can hear you, she'll repeat your question. Go. Go. Also, just speak. Laut sprechen. Also. Go. Okay, hold on a second. Go. Speak. Wie kommen Sie zu der Behauptung in 9 Monaten? How in the world do you propose that in 9 months things will change? Well, if it were up to me and you, nothing would change. Wenn es an mir läge oder an euch, dann würde sich gar nichts ändern. Because we don't have the strength to do this. Denn wir haben nicht die Kraft dazu, das All zu of our enemies are too big and strong. Unsere Feinde alle überall sind zu And we are so groß und stark. small and weak. Und wir sind so klein und schwach. But all of your enemies put together Aber alle eure Feinde zusammengenommen are like a little tiny barking dog compared to God. That's why. sind nur ein kleiner bellender Hund, wenn man sie mit Gott Tiny vergleicht. barking dog. Now they have a great big microphone in front of them. Aber dieser Bellhund hat ein riesen Mikrofon vor sich. So this is what they sound like to you. Und deshalb hören sie sich so an. Woof, woof, woof. Der Kläffer. Now we'll take the microphone away. Und jetzt nehmen wir dem Kläffer das Mikrofon weg. Compared to God, this is what they are. Und wenn man sie vergleicht mit Gott, dann hören sie sich so an. Hiep. 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 They're nothing. Gar nichts. God has made a decision Gott hat eine Entscheidung getroffen. that the injustices are going away. Weg mit den Ungerechtigkeiten. That it's time for you to be free. Jetzt ist es Zeit für euch. And it's time for you to grow strong in that freedom. Und Zeit dafür, dass ihr in dieser Freiheit wieder stark werdet. You must become physically stronger than what you are. Ihr müsst körperlich stärker werden, als ihr jetzt seid. You must become emotionally stronger than what you are. Ihr müsst emotional stärker werden, als ihr jetzt seid. Every one of you knows the difference between right and wrong. You know what is right and what is wrong. Jeder von euch weiß genau, was richtig und was falsch ist. And moral courage means you do what is right. Even if it costs you, you do what's right. Und moralischer Mut heißt, ihr tut das, was richtig ist. And the answer to most questions is no. Und die Antwort auf die meisten Fragen, die euch gestellt werden, ist nein. But when is the last time a German said no to anybody?
Und wann war es das letzte Mal, dass ein Deutscher etwas verneint hat? On Monday, your government says no. Montag sagt eure Regierung, nee, machen wir nicht. On Tuesday, they go, maybe. Dienstag sagen sie, vielleicht. And by Wednesday, yes, what do you want? You can have it all. Und am Mittwoch sagen sie, also ja, wie viel braucht ihr? Ihr kriegt alles. You must be stronger emotionally, and you must also be stronger spiritually. You have to find a greater depth to your spirituality than you have today. Ihr müsst emotional erstarken und spirituell erstarken. Ihr müsst eine größere Tiefe für alles bekommen, spirituell, als ihr sie heute habt. And you've got to start making more friends than you have now. You have to start coming together in unity with other Germans of like mind. Und ihr müsst noch viel mehr Freundschaften schließen als zurzeit. Ihr müsst mit vielen Deutschen zusammen in Gemeinschaft leben, die so denken wie ihr. And then you have to trust that God has the power and the strength to do what you can't do. Und dann müsst ihr darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat und die Stärke hat, das zu vollbringen, was ihr selbst nicht vollbringen könnt. He intends to change your heart and put love there. Your heart. Gott hat vor, euer Herz zu ändern und Liebe hineinzuschicken. And then you're going to share that love. Und diese Liebe werdet ihr teilen. And love is going to grow all over this nation. Und die Liebe wird sich ausbreiten in der ganzen Nation. Relationships will work better. Die Beziehungen werden besser laufen. And marriages will last longer. Die Ehen werden länger dauern. And your children will grow safe and strong. Eure Kinder werden sicher aufwachsen und stark werden. So if that child wants to say these words, wenn das Kind von euch dann folgende Worte sagen möchte. I am a German. Ich bin ein Deutscher. And I'm proud to be a German. Und ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. If your child wants to say those words, wenn also das Kind genau diese Worte sagen möchte, whoever hears that words, whoever hears it, wer immer vorbeikommt und sie hört, will say these words, wird Folgendes antworten. Me too. Ich auch. Me too. That's the world that's coming. Let God do His work, and you know what you have to do. Diese Welt wird erstehen. Lasst Gott seine Arbeit machen und ihr tut eure Arbeit. Okay? And I would not come and stand before you. Ich würde nicht hierher reisen und vor euch stehen. If I were not certain of what I'm saying to you. Wäre ich nicht ganz sicher über das, was ich euch sage. Who else has a question for me? Any question? Yes, ma'am, right here, please. Ja. Yep. Thank you. Yep. You can have the mic, or if Elfrieda can hear you, she'll repeat it. It's up to you. Thank you, sir. Ja, vielen Dank. Okay. William, für Ihre Arbeit und auch Lisa. Vielen Dank. Thank you so much, William and Lisa, for your work. Ja. Meine Frage ist, ob es das, was Sie uns bringen, nochmal eine letzte Chance ist für uns Menschen hier in Deutschland und überall auf der Welt, zu schaffen, eine neue Welt zu schaffen, ohne so viel Leiden, wie es andere Prophezeiungen vorausgesagt haben. My question, oder auch andere Prophezeiungen voraussagen. My question to you and what you share with us, what's going to happen, will it prevent that so much suffering is going to happen that other prophets or seers have told us to be coming? Ja, so eine Chance ist, wenn wir es wirklich schaffen, diese Liebe zu entwickeln. Will we have a chance to prevent the suffering that was foretold when we really achieve or manage to have this love in us come up? Have you noticed that I said 9 months? Ist dir aufgefallen, dass ich 9 Monate gesagt habe? There's different kinds of suffering, isn't there? Es gibt unterschiedliche Arten von Leiden. Many of you in this room are mothers. Many of you are. Viele in diesem Raum sind Mütter. You make a decision to bring new life into the world. You make a decision.
Als Mutter entscheidest du, dass du neues Leben in die Welt bringen möchtest. You know that at times it's going to cause discomfort to you. Und bist dir bewusst, dass zwischendurch mal Unwohlsein auftauchen wird. It may even cause suffering to you for a while. Du könntest eine längere Zeit auch leiden. And for a short period it may even cause pain to you. Und eine ganz kurze Zeit wirst du auch richtig Schmerzen haben. But at the end there is beautiful new life that comes from you. Beautiful new life. Aber wenn diese Zeit vorbei ist, hast du schönes, neues Leben, was aus dir gekommen ist, in die Welt gebracht. Life that is beautiful and full of hope and full of the future. Ein schönes Leben, ein hoffnungstragendes Leben, was in die Zukunft schaut. So yes, it may not be easy for you over the next 9 months. Es mag in den nächsten 9 Monaten nicht leicht für euch sein. But what is my job? Was ist meine Aufgabe? Is to protect you. Ich beschütze euch. And I intend to protect you. Und das habe ich vor, euch And zu I have the beschützen. power to protect you. Und ich habe die Macht, euch zu beschützen. Relax. Also entspannt euch. Okay. No one can stop what is going to happen. Keiner kann das stoppen, was jetzt passieren wird. And like bringing a child into the world, Es ist, als ob man ein Kind in die Welt bringt. it is a wonderful thing for you. Es ist was Wunderbares. Individually Individuell and collectively. und kollektiv. Okay. There are no coincidences right now, people. None. Also im Augenblick gibt es nirgendwo Zufälle. There were others who wanted to be here tonight, Es gab schon einige, die heute Abend hier auch sein wollten. but they thought maybe they should wash their car instead. Aber dann ist ihnen eingefallen, ich wasche doch besser mein Auto They stattdessen. weren't meant to be here. Die sollten auch nicht hier auftauchen. You were meant to be here. Aber ihr schon. Who else has got a question? For? Wer hat die Oh, nächste go ahead, Frage? back here. Go ahead. Yes, sir. Nach diesen 9 Monaten. What's going to happen after these 9 months? Paradies, Paradise. Boy, that guy must be a German. Das ist ein Deutscher, gell? Handy. Is it your handy? I don't Something have. like- I don't. No, I think it's his It's mic. him. Okay. Now that's much better. Yeah. Magic. Das ist jetzt besser. Look, Elfrida can hear you. All you got to do is stand up. Okay? Aufstanden. Okay? That's all you got to do, and she can hear you. Then she'll repeat it, and we won't have all the rest of the noise. Okay? Um den Lärm zu verhindern, steht einfach auf, sprecht laut und dann haben wir alle verstanden. In 9 months, the old will pass away. It's going to go away. In 9 Monaten ist alles Alte weg. This current group of leaders is going to find new jobs. Diese jetzige Führungsgruppe wird neue Arbeitsstellen finden. Yeah. I will be silent about what kind of jobs they're going to find, but Ich werde mich hüten zu sagen, welche Art von Arbeitsstellen sie finden werden. but there's going to be a new breed of leaders rise up in this country. Aber in diesem Land wird es eine neue Führungsriege And they all have one thing in common. und sie haben eines gemeinsam, alle. They love German families. Sie lieben deutsche Familien They love Germany. und lieben Deutschland. And they love German babies who are not yet born. Und sie lieben die deutschen, noch ungeborenen Babys. And they devote their lives to creating a future where those babies will be safe and strong. Und sie setzen ihr Leben dafür ein, eine Zukunft aufzubauen, And not, wo das Leben dieser noch ungeborenen Kinder sicher ist und sie stark werden können. and not one of those babies will have guilt or shame or self-pity. Not one.
Und nicht ein einziges dieser neuen Babys wird Schuld oder Scham oder Unterdrückung fühlen. They will be born free Germans. Sie werden als freie Deutsche geboren. And they will grow up in a free Germany. Und in einem freien Deutschland aufwachsen. Because of your sacrifice. Weil ihr ein Opfer bringt für sie. Who else? Oh, over here, please. Yes, ma'am. Bitte. Wie können wir denn die NWO-Leute loswerden? How to get rid of the NWO people, the New World Order people. The New World Order people are directly the opposite of you. Die neue Weltordnungsleute, die sind genau das Gegenteil von euch. Their whole mind is consumed by money and power over others. Alles, an was sie denken können, ist Geld und Macht über andere. That's not German. Ist überhaupt nicht deutsch. That's not the way any German thinks. Kein Deutscher denkt so. So, the new Germany, 9 months from now and beyond, becomes an alternative to the New World Order. Das neue Deutschland, was ab 9 Monaten von jetzt beginnen wird und weiterhin existieren wird, wird die Alternative zur neuen Weltordnung sein. The New World Order says to the whole world, you must follow us. Follow us. Die Leute von der neuen Weltordnung sagen, ihr müsst uns alle folgen. But the world is looking for something more balanced. The world is looking for something different than that. Die Welt will aber etwas Ausgeglicheneres, etwas, was anders ist als das Angebot der neuen Weltordnungsleute. And the new Germany that you are building is the perfect alternative that people are looking for. Und das neue Deutschland, was ihr aufbauen werdet, ist die perfekte Alternative für das, wonach die Leute Ausschau halten. The New World Order is an extension of Bletchley Park. Die neue Weltordnung ist eine Erweiterung von Bletchley Park. They thought they had you destroyed. Die Kontrolleure von damals haben gedacht, jetzt haben wir sie in Kastal. They thought they had confused your minds forever. Sie glaubten, dass sie euch euren Verstand für immer verdreht hätten. What did they forget, people? Und was haben sie vergessen, liebe Leute? They forgot who you were. Sie vergaßen, wer ihr seid. And I'm here to remind you Und ich bin hier, um euch daran zu erinnern, who you are. wer ihr seid. Okay? New World Order is going away. Die neue Weltordnung wird verschwinden Deutschtum is coming. und das Deutschtum kommt stattdessen. That's a dirty word. Oh, ein dreckiges Wort, sagt es nicht. No, it's not. Überhaupt nicht. Okay, who's got another question for me? Next Go ahead, ma'am, Frage. right here in front of me. Go. Well, you don't need that. You're good. Go ahead. William hat vorhin davon gesprochen, dass die Krawallmacher, die hier gezielt nach Deutschland gekommen sind, auch wieder gehen werden, wenn wir ihnen den Grund entziehen, weshalb sie gekommen sind. Wie wird das denn geschehen? Wer entzieht ihnen den Grund? You told us that the troublemakers are going to leave as soon as we pull off the reason why they came here. And who is going to do that and how will that happen? That is the new leadership you have. Remember, the old leadership you have had controls you by fear. One fear after another fear after another fear. Also wer das macht, dass sie gerne wieder verschwinden, ist die neue Führungsriege in Deutschland. Die alte Führung, wisst ihr, wie die regieren? Über Angst. Eine Schicht Angst, über eine anderen Schicht Angst, über eine anderen Schicht Angst. And that is why you don't have any say or any influence into your future or who comes and who leaves. You have no influence over this. Und weil ihr von Angst kontrolliert worden seid, habt ihr keinen Einfluss nehmen können für das oder über das, wer hier reinkommt und wer hier rausgeht aus dem Land. But when you have your new leaders, leaders who have love in their heart
and love German families, they will turn things right side up. Common sense will return. Wenn ihr aber eure neue Führungsriege installiert habt, die die deutschen Familien lieben, werden sie einen neuen Sinn hier reinbringen und die Dinge auf die Füße stellen. And people want to come here, it's fine. They have to love families. They have to have a work ethic. They have to want to be a part of you. Also wenn hier jemand zuwandern möchte, gerne. Er muss gerne Deutscher sein wollen, Familien lieben und eine Arbeitsethik haben. And they want to be a part of you. Und ein Teil von euch sein wollen. They want to join your community, your family. Teil eurer Gemeinschaft werden, Teil eurer Familien zu werden. Okay. Then those who are only here to cause trouble, diejenigen, die nur hier sind, um Krawall zu machen, they're not comfortable here anymore. fühlen sich dann hier nicht mehr wohl. This is not their world anymore. Dann ist das nicht mehr ihre Umgebung. It's not easy for them anymore. Und dann ist es nicht mehr einfach für sie hier. And they'll find a new place to go. Dann finden sie schon einen neuen Ort, wo sie sich ausbreiten können. And sooner rather than later. Und das wird eher passieren als später. Okay, sir, I'm going to take you all the way over, please. Ja. Yes. So, ich sehe noch ein Problem, also dass wir haben nicht nur die neue Weltordnung, sondern wir haben auch noch China. Und die Philosophie gefällt mir auch nicht besonders. I see another new world order, the Chinese. Their philosophy I'm not happy with. They are a form of the New World Order. Die Chinesen haben einen Seitenarm der neuen Weltordnung. Okay. Their end goals are very similar to the New World Order, but they have a slightly different way of getting there. Also ihre Endziele sind ein bisschen anders als die von der neuen Weltordnung, aber nee, sind gleich wie von der neuen Weltordnung, aber sie kommen einen anderen Weg dazu hin. You will see the Chinese becoming much more aggressive over the next decade. Also im nächsten Jahrzehnt werden die Chinesen sehr viel aggressiver werden. They're feeling very strong about themselves right now. Im Augenblick fühlen sie sich sehr stark. When Germans are Germans, wenn die Deutschen deutsch sind, they don't fear anyone. Haben sie vor niemanden Angst. And when Germans are Germans, und wenn die Deutschen deutsch sind, no one can compete with them. Kann ihnen auch keiner das Wasser reichen. Your society is balanced and sustainable. Ihr habt eine ausgeglichene Gesellschaft und eine nachhaltige. When you are yourself, you have a stable foundation. Wenn ihr selbst seid, habt ihr eine stabile Grundlage. And you will be an alternative to these different forms of the New World Order. You will be an attractive alternative. Also ihr werdet gegenüber all diesen Ausdrucksformen der neuen Weltordnung eine attraktive Alternative darstellen. Okay, how about one more good question? Go ahead, ma'am, please. Die Dame bitte. Was halten Sie vom Königreich Deutschland als Alternative? What do you think about the Kingdom of Germany as an alternative? I don't know anything about the Kingdom of Germany. Ich weiß nicht mal irgendwas über das Königreich Deutschland. I'm sorry, ma'am. I can't help you. I know about 1848, I know about 1871, I know about the Golden Zeit, I know about the Kaiser Zeit. I know, but I don't know anything about the Kingdom of Germany. 1848, 1871, die goldene Zeit, das Kaiserreich, aber über das Königreich Deutschland weiß ich nichts. Es tut mir leid. Yeah, go ahead, sir. Can you say something about what language is he speaking? Was redet er für eine Sprache? Bitte auf Deutsch. Aufstehen, Deutsch. Deutsch. I'd like to speak your language.
No, sir. You have to speak German because it's the superior language. Nein, Please. es ist wichtig, dass Sie auf Deutsch fragen, weil das ist die überlegene Sprache. Bitte. Können Sie etwas sagen, was Sie gemacht haben, bevor Sie mit Ihrer Mission jetzt angefangen haben, wo Sie hergekommen sind? Could you share something about your past with us before you started this mission with Germany? I have a little video up on our official channel, and it's called Meine Mission. Meine Mission. Also ich habe einen YouTube-Kanal und andere auch, wo ich eine Videobotschaft gebe, die hat den Titel Meine Mission. And there's been a few 100,000 people who have seen that little video. Ja, mehrere 100.000 Menschen haben dieses kleine Video schon gesehen. And everything there is about me is in that little video. Und alles, was man wissen muss über mich, ist in diesem kleinen Video angegeben. At the very core of the deutsche Seele, am Grunde der deutschen Seele, ja. In Ewigkeit, in der Ewigkeit, in the midst of creation itself, im Schöpfungsnebel, im Urnebel der Schöpfung. That is where I came from. Daher komme ich. And at that level, und auf dieser Ebene, I am in perfect unity with each and every one of you. Befinde ich mich in einer vollkommenen Harmonie und Einigkeit mit jedem Einzelnen hier. It is a perfect unity that is solid and cannot be broken. Also die Einigkeit ist so vollkommen und kann auch nicht gebrochen werden. So when you are in trouble, wenn ihr Schwierigkeiten habt, when dramatic change is coming, wenn große Veränderungen anstehen, along with the deutsche Seele rising up in you, und die deutsche Seele in euch wieder hochsteigt, I must come and be with you. Muss ich bei euch sein, kommen. And to share with you the truth and the right perspective. Die Wahrheit und die richtige Perspektive mitteilen. So that you are not afraid and you are not confused. Dass ihr weder Angst habt noch verwirrt seid. My history doesn't really have a beginning. Also meine Geschichte hat in Wirklichkeit keinen Anfang. So, when I see you standing up, when I see you coming into unity, wenn ich sehe, dass ihr aufsteht, wenn ich sehe, dass ihr in Einigkeit seid, then I will return to where I came from. Gehe ich wieder dorthin zurück, wovon ich hergekommen bin. And then you will grow strong by building this nation together. Und dann werdet ihr gemeinsam stark werden, indem ihr miteinander diese Nation aufbaut. And then I can rest for a while. Und dann darf ich mich eine Zeit lang in die Ruhe begeben. That's who I am. Das bin ich. Go ahead, ma'am, please. Ja, Sie sagten vorhin, dass wir ein Opfer bringen werden für unsere Zukunft. Das wäre mir wichtig zu wissen, was es ist. Und ich würde gerne wissen, was wir auf spiritueller Ebene noch entwickeln können, damit wir stärker werden. You mentioned that we are going to sacrifice something. I would like to know what kind of sacrifice is it? And then I would like to know how we can deepen our spirituality even more. Okay, good. Maybe we'll make that our last questions for tonight. Okay, das dürften jetzt die letzten Fragen für heute Abend sein. When you're an occupied nation for a long time, wenn ihr über lange Zeit eine besetzte Nation wart, you go through stages of being occupied. Stages. Ja, dann durchlauft ihr Stadien des Besetztseins. And in the final stage, you become addicted to being occupied. Und ganz am Ende dieser Besatzungsserie seid ihr süchtig drauf, besetzt zu sein. Where others provide everything for you. Weil die anderen euch alles bereiten und bescheren. Your security, your this, whatever. Everything is provided for you. Es wird alles euch zugetragen. You actually become happy slaves in a way.
Ihr seid wirklich glückliche Sklaven geworden. And you certainly become the best milk cow in the world. Die beste Milchkuh und Melkkuh in der Welt seid ihr auch noch. Okay, good. So that means that sacrifice means that you have to start caring about others. Opfer bringen heißt, du musst anfangen, dich um andere zu kümmern. You have to begin becoming stronger in all the areas I told you about. In all den Bereichen, die ich vorher erwähnt habe, müsst ihr stärker werden. You have to begin reaching out to other Germans and bringing them into your world. Und ihr müsst euch hinausbegeben zu anderen Deutschen und sie hineinholen in eure Welt. You have to begin taking some risk outside of simply comfort. Und du musst ein Risiko eingehen, ein Wagnis eingehen, was außerhalb deiner Bequemlichkeitszone And that ist. leads to the second part of your question. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage. Okay. You have to find a connection with something other than your garden. Du musst eine Verbindung oder Beziehung herstellen, die außerhalb deines Gartens liegt. You have to find a deeper connection to the spiritual world. Du brauchst eine tiefere Verbindung zur geistigen Welt. I spend many, many hours a day seeking and nourishing that connection. Ich verbringe viele Stunden täglich, indem ich diese Verbindung zur geistigen Welt suche und vertiefe. All I want you to do is spend a little more time, okay? A little more time in contemplation, a little more time in prayer, a little more time in thinking about bigger issues from above. Was ich von euch möchte, ist, dass ihr mehr Zeit verbringt als bisher in Kontemplation und im Gebet und in dem Studium einer größeren Vogelperspektive von der Welt. You are going to be a very blessed people, very blessed, very fortunate. Ihr seid kurz davor, ein sehr gesegnetes und sehr glückbringendes Volk zu werden. And I think it would please God Und ich denke, Gott wäre erfreut, if more often you might say thank you. wenn ihr öfters zu Gott sagt, Dankeschön. And so are you. Okay, hey, it is time for me to leave you now. Die Zeit ist gekommen, dass ich euch jetzt verlasse. And I want to thank you so very, very much for coming, being with me. Ich möchte euch sehr, sehr danken dafür, dass ihr gekommen seid, um mit mir zusammen zu sein. Yeah, and just wait 1 second. Noch eine Sekunde bitte. Lisa?